Ihr werdet jetzt in einem einzigen Video lernen, wie Grammatik funktioniert und was wirklich wichtig ist, damit ihr dieses System versteht. Hallo liebe Zuschauer, gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn dieses Video ist für alle, die Schwierigkeiten mit Grammatik haben. Und das sind wahrscheinlich einige von euch. Mit diesem Video will ich euch Hoffnung machen. Ihr alle könnt das lernen. Also, los geht's! Sicherlich kennt ihr Begriffe wie Subjekt, Perfekt, Objekt, Präteritum, Passiv, Pronomen, Präposition. Das ist eigentlich auch das Problem an der Grammatik, die vielen komplizierten Begriffe. Aber man kann alle diese Begriffe in zwei Kategorien aufteilen: Form und Funktion. Und was ist das? Form sagt euch, wie etwas aussieht. Und Funktion sagt euch, was etwas macht, also welche Aufgabe es hat. Schaut euch mal diese Dose Erdnüsse an. Welche Form hat sie? Sie ist rund, blau und aus Metall. Welche Funktion hat sie? Sie versorgt mich mit Erdnüssen. Das ist ihre Aufgabe, deshalb existiert sie, oder? Welche Form hat dieses Tuch? Es ist länglich, rot mit weißen Punkten und es ist aus Stoff. Welche Funktion hat es? Man kann sich damit tolle Frisuren machen. Wie ist es mit mir? Welche Form habe ich? Ich bin ein Mensch, ich bin blond und ich habe braune Augen. Und welche Funktion habe ich? In diesem Video bin ich Deutschlehrerin, aber außerhalb des Videos bin ich Schwester, Tochter, ich bin Tante, ich bin Freundin und noch vieles mehr. Was will ich damit sagen? Meine Form ist immer gleich, aber meine Funktion, die kann immer eine andere sein. Genauso ist es mit dieser Dose Erdnüsse. Ihre Form bleibt immer gleich, aber ich kann sie zum Beispiel auch als Stifthalter benutzen oder ich kann einen Blumentopf daraus machen. Und was ist mit diesem roten Tuch? Eigentlich benutze ich es gar nicht für meine Haare, sondern ich mache es an meinen Koffer, damit ich am Flughafen immer direkt weiß, dass es mein Koffer ist. Versteht ihr? Eine Sache hat eine bestimmte Form, aber ihre Funktion kann immer wieder anders sein. Genauso ist es andersrum. Eine Sache hat eine bestimmte Funktion, aber kann unterschiedliche Formen haben. Schaut euch mal diese Stifte hier an. Alle haben eine bestimmte Funktion. Sie sollen schreiben. Aber ihre Form, die ist immer unterschiedlich. Dieser Bleistift ist aus Holz, dieser Kuli ist aus Metall und dieser Whiteboard-Marker ist aus Plastik. Und sie haben unterschiedliche Farben. Und genau das passiert auch in der Grammatik. Und deshalb ist es für Deutschlerner so schwierig, diese verschiedenen Begriffe, so wie Präposition, Akkusativ, Objekt, Subjekt, zu trennen. Aber sie passen alle in diese zwei Kategorien. Und dieses Problem lösen wir jetzt. Wir beginnen mit den Funktionen, denn davon gibt es in der Grammatik nur 5. Das heißt, in einem Satz gibt es maximal 5 Aufgaben. Das Prädikat, das Subjekt, das Objekt, das Adverbial und das Attribut. Ein Prädikat gibt es in jedem Satz und normalerweise auch ein Subjekt. Aber der Rest, der kann in Sätzen vorkommen, muss aber nicht. Denn Sprache bedeutet Informationen geben. Manchmal gibt man mehr Informationen und manchmal eben weniger Informationen. Wir beginnen mit dem Prädikat, denn das hat die wichtigste Aufgabe im Satz. Es sagt uns, was passiert. Michael kocht Spaghetti. Das Prädikat ist das Wort kocht. Das ist die Funktion des Wortes. Aber kocht hat auch eine Form, ein bestimmtes Aussehen. Und zwar, es ist ein Verb, es steht im Präsens
Und es ist die dritte Person Singular, denn Michael ist er. Wenn wir von Form sprechen, sprechen wir also von Verb, von Nomen, von Artikel, von Pronomen, von Adjektiv, von Adverb, von Präposition und von Konjunktion. Das sind unsere wichtigsten Wortarten. Dazu aber später mehr. Was ist, wenn ich sage, Michael und seine Freundin kochen Spaghetti? Die Funktion bleibt gleich. Es ist immer noch ein Prädikat, aber die Form hat sich geändert. Es ist nicht mehr in der dritten Person Singular, sondern im Plural. Die Funktion eines Prädikats kann sich nicht ändern, aber die Form kann sich ändern. Und jetzt zeige ich euch alle Zeiten, die es im Deutschen gibt. Unseren Tempus. Und dann zeige ich euch noch ein paar andere Formen, von denen ihr bestimmt schon gehört habt. Michael kochte Spaghetti. Jetzt hat das Prädikat die Form eines Präteritums. Es ist aber immer noch die dritte Person Singular. Michael hat Spaghetti gekocht. Funktion Prädikat. Form Perfekt. Und das Perfekt besteht aus 2 Wörtern, einem Hilfsverb, hier seht ihr wieder die dritte Person Singular, und einem Partizip 2. Michael hatte Spaghetti gekocht. Funktion Prädikat. Form Plusquamperfekt. Und das Plusquamperfekt besteht auch aus 2 Wörtern, einem Hilfsverb, hier seht ihr wieder die dritte Person Singular, und einem Partizip 2. Achtung, das Hilfsverb steht jetzt im Präteritum. Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt sind Zeiten der Vergangenheit. Das Präsens ist die Zeit der Gegenwart, des Jetzt und der Ewigkeit. Zum Beispiel Wasser kocht bei 100 Grad. Immer. Und davon gibt es noch 2 andere im Deutschen. Michael wird Spaghetti kochen. Funktion Prädikat. Form Futur 1. Und das besteht auch aus 2 Wörtern, einem Hilfsverb, immer noch dritte Person Singular, und einem Infinitiv. Und das ist die Grundform von Verben. Michael wird Spaghetti gekocht haben. Funktion Prädikat. Form Futur 2. Und das besteht sogar aus 3 Wörtern, einem Hilfsverb und einer Kombination aus einem Partizip 2 und einem Infinitiv. Das waren jetzt unsere Zeiten in der normalen Form, im sogenannten Indikativ. Daneben gibt es aber auch noch einen anderen Modus, nämlich den Konjunktiv. Und das ist eine Möglichkeitsform oder eine Wunschform. Michael würde Spaghetti kochen, aber er hat kein Salz. Funktion Prädikat. Form Konjunktiv 2. Der besteht aus dem Hilfsverb würde und dem Infinitiv. Den Konjunktiv gibt es zum Glück nur in 2 Formen. Einer für die Gegenwart und Zukunft und die andere für die Vergangenheit. Und dann gibt es noch den Konjunktiv 1. Die Dorfzeitung berichtet, Michael koche jeden Tag Spaghetti. Funktion Prädikat. Form Konjunktiv 1. Den findet ihr vor allem in der Zeitung, sehr selten beim Sprechen. Auch hier gibt es zum Glück nur 2 Zeitformen. Eine für die Gegenwart und Zukunft und die andere für die Vergangenheit. Dann gibt es noch einen dritten Modus neben dem Indikativ und dem Konjunktiv. Es ist der Imperativ. Michael, geh mal in die Küche und koch Spaghetti. Funktion Prädikat. Form Imperativ. Zweite Person Singular. Der Imperativ ist die Befehlsform. Man nennt sie auch Aufforderungsform. Und weil man nur eine Person oder mehrere Personen direkt ansprechen kann,
gibt es auch nur 2 Formen dafür. Eine Du-Form und eine Ihr-Form. Und es gibt auch noch eine höfliche Form. Michael und Susi, geht mal in die Küche und kocht Spaghetti. Herr Schmidt, bringen Sie mir bitte die Post und rufen Sie Frau Klein an. Seht ihr? Diese Formen sehen genauso aus wie der Infinitiv. Und sie gelten für eine Person und für mehrere Personen. Herr Schmidt und Frau Klein, bringen Sie mir bitte einen Kaffee. Einmal durchatmen. Zum Prädikat gehören aber nicht nur Zeiten und der Modus, sondern auch das Genus Verbi. Genus was? Aktiv und passiv. Michael kocht Spaghetti. Das ist ein Aktivsatz, denn Michael ist aktiv und kocht Spaghetti. Spaghetti werden gekocht. Das ist ein Passivsatz, denn die Spaghetti sind passiv, sie machen nichts. Funktion Prädikat. Form Passivpräsens. Das Hilfsverb ist werden in der 3. Person Plural und der hintere Teil ist das Partizip 2. Auch das Passiv gibt es in den 6 verschiedenen Zeiten, die ich euch eben erklärt habe. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wenn ihr das bisher verstanden habt, dann habt ihr einen großen Teil unserer Grammatik verstanden. Kommen wir nun zum Subjekt, und das gehört immer zum Prädikat. Michael kocht Spaghetti. Wer kocht Spaghetti? Michael. Funktion Subjekt. Form Nomen, auch Substantiv genannt. Mein Nachbar Michael aus dem 3. Stock kocht Spaghetti. Wer kocht Spaghetti? Mein Nachbar Michael aus dem 3. Stock. Funktion Subjekt. Form, das ist eine Phrase, also ein Satzteil, und der besteht aus einzelnen Wörtern, die zu bestimmten Wortarten gehören. Einem Possessivartikel, einem Nomen, noch einem Nomen, einer Präposition, einem Artikel, einem Adjektiv und noch einem Nomen. Ihr seht also, Wortarten sind Formen, die erst in einer bestimmten Situation, in einem Kontext eine richtige Funktion bekommen. Ein Subjekt kann aus einem oder aus mehreren Wörtern bestehen. Es kann sogar noch viel mehr. Mein Nachbar Michael aus dem 3. Stock, der einen kleinen Hund hat, kocht Spaghetti. Wer kocht Spaghetti? Mein Nachbar Michael aus dem 3. Stock, der einen kleinen Hund hat. Funktion Subjekt. Form die Phrase mein Nachbar Michael aus dem 3. Stock plus Relativsatz. Und ein Relativsatz ist ein Nebensatz. Er beginnt hier mit dem Relativpronomen der, dann kommt ein unbestimmter Artikel, dann kommt ein Adjektiv, dann ein Nomen und das Verb steht am Ende, so wie das immer bei Nebensätzen der Fall ist. Letztes Beispiel: Wasser kocht bei 100 Grad. Hier fragen wir nicht, wer kocht, wir fragen, was kocht, denn Wasser ist kein Mensch. Also nochmal: Funktion Subjekt, Form Nomen. Als nächstes kommen wir zur 3. Funktion, dem Objekt. Und insgesamt gibt es 4 Objekte. Das Akkusativobjekt, das Dativobjekt, das Genitivobjekt und das Präpositionalobjekt. Ob ein Satz ein Objekt braucht oder nicht, das steht im Verb. Dazu habe ich schon mal ein anderes Video gemacht. Michael kocht Spaghetti. Was kocht Michael? Spaghetti. Funktion Akkusativobjekt, Form Nomen. Michael kocht einen großen Haufen Spaghetti. Was kocht Michael? Einen großen Haufen Spaghetti. Funktion Akkusativobjekt, Form, das ist wieder eine Phrase und die besteht aus dem unbestimmten Artikel einen, aus einem Adjektiv, aus einem Nomen und noch einem Nomen.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, aber wieso fragt man was nach dem Subjekt und nach dem Akkusativobjekt? Das ist ein Problem, das man ganz einfach lösen kann. Wenn ihr einen Satz analysiert, sucht ihr immer zuerst das Prädikat und dann fragt ihr nach dem Subjekt, nämlich mit wer oder was. Da es in jedem Satz nur ein Subjekt gibt, muss das andere was nach dem Akkusativobjekt fragen. Für das Akkusativobjekt gibt es aber auch noch eine andere Frage. Michael liebt seine Freundin. Hier fragen wir, wen liebt er? Seine Freundin. Denn sie ist ein Mensch. Funktion Akkusativobjekt, Form Possessivartikel und Nomen. Das heißt also, nach dem Akkusativobjekt fragt man immer und nur wen oder was. Nach dem Subjekt fragt man immer und nur wer oder was. Als nächstes kommt das Dativobjekt. Michael kocht seiner Freundin Spaghetti. Wem kocht er Spaghetti? Seiner Freundin. Funktion Dativobjekt, Form Possessivartikel und Nomen. Michael hilft seinem kleinen Bruder. Wem hilft er? Seinem kleinen Bruder. Funktion Dativobjekt, Form Possessivartikel, Adjektiv und Nomen. Nach dem Dativobjekt fragt man immer wem und nur wem. Deshalb ist es auch meistens ein Mensch oder ein Tier. Nach dem Genitivobjekt fragt man wessen. Und an dieser Stelle muss ich direkt sagen, es gibt nur ganz wenige Genitivobjekte. Und die sind für Deutschlerner auch nicht so wichtig. Hier ein Beispiel. Michael gedenkt seines verstorbenen Großvaters. Wessen gedenkt Michael? Seines verstorbenen Großvaters. Funktion Genitivobjekt, Form Possessivartikel, Adjektiv, Nomen. Alles, was ihr über den Genitiv wissen müsst, lernt ihr in meinem anderen Video. Kommen wir zum letzten Objekt. Und das ist ein sehr wichtiges Objekt. Und hier passieren leider viele Fehler. Michael wartet auf den Bus. Was fragen wir hier? Wir fragen, worauf wartet Michael? In der Umgangssprache fragt man auch, auf was wartet Michael? Viele denken jetzt, dass das ein Akkusativobjekt ist, aber das ist es nicht. Warum? Man fragt für das Akkusativobjekt nur wen oder was. Aber hier fragen wir worauf. Und weil auf eine Präposition ist, ist auf den Bus ein Präpositionalobjekt. Michael wartet auf seine Freundin. Weil seine Freundin ein Mensch ist, fragen wir nicht worauf, sondern auf wen wartet Michael? Auf seine Freundin. Funktion Präpositionalobjekt, Form Präposition Possessivartikel Nomen. Michael ärgert sich über das schlechte Wetter. Worüber ärgert er sich? Über das schlechte Wetter. Funktion Präpositionalobjekt, Form Präposition, Artikel, Adjektiv, Nomen. Michael ärgert sich über seinen kleinen Bruder. Achtung, der kleine Bruder ist ein Mensch. Deshalb, über wen ärgert sich Michael? Über seinen kleinen Bruder. Funktion Präpositionalobjekt, Form Präposition, Artikel, Adjektiv, Nomen. Präpositionalobjekte gibt es nur, wenn ein Verb eine Präposition braucht. Zum Beispiel an etwas oder jemanden denken, für etwas oder jemanden kämpfen, von etwas oder jemandem abhängen. Und Präpositionen brauchen eben einen bestimmten Kasus, zum Beispiel den Akkusativ, den Dativ oder den Genitiv. Dann kommen wir auch schon zu der vierten Funktion.
den Adverbialen. Und die werden oft mit Präpositionalobjekten verwechselt. Aber man kann sie ganz einfach trennen, denn man stellt unterschiedliche Fragen. Michael kocht Spaghetti in seiner Küche. Wo kocht er Spaghetti? In seiner Küche. Funktion, Adverbial, Form, Präposition, Possessivartikel, Nomen. Michael kocht seit Tagen Spaghetti. Seit wann kocht er Spaghetti? Seit Tagen. Funktion, Adverbial, Form, Präposition, Nomen. Michael fährt in der Mittagspause in den Supermarkt. Hier haben wir sogar 2 Adverbiale. Wann fährt Michael in den Supermarkt? In der Mittagspause. Funktion, Adverbial, Form, Präposition, Artikel, Nomen. Wohin fährt Michael in der Mittagspause? In den Supermarkt. Funktion, Adverbial, Form, Präposition, Artikel, Nomen. Seht ihr? Nach Adverbialen fragt man zum Beispiel wo, wohin, wann, wie lange, warum, wie, seit wann. Aber nach Präpositionalobjekten fragt man worüber, worauf, woran, wofür, wogegen. Und dann kommen wir zur letzten Funktion, dem Attribut. Und darauf möchte ich nur ganz kurz eingehen, denn die wichtigsten Funktionen habt ihr schon gelernt. Attribute habt ihr in diesem Video schon ganz oft gesehen, denn sie können ein Teil vom Subjekt, vom Objekt oder von Adverbialen sein. Mein neuer Nachbar mit den braunen Haaren isst an kalten Wintertagen Spaghetti aus der Dose. Das analysieren wir jetzt mal, und zwar immer in einer bestimmten Reihenfolge. Prädikat ist. Dann fragen wir nach dem Subjekt. Wer ist? Mein neuer Nachbar mit den braunen Haaren. Die wichtigste Information in dieser Phrase ist mein Nachbar. Man nennt das den Kopf der Phrase. Alles andere sind Attribute, also zusätzliche Informationen, die man nicht unbedingt braucht. Neuer mit den braunen Haaren. Nun fragen wir nach dem Akkusativobjekt, denn Essen kann ein Akkusativobjekt haben. Was ist mein neuer Nachbar mit den braunen Haaren an kalten Wintertagen? Spaghetti aus der Dose. Die wichtigste Information ist Spaghetti. Das Attribut ist aus der Dose. Ein Adverbial bleibt noch übrig. Wann isst mein neuer Nachbar mit den braunen Haaren Spaghetti aus der Dose? An kalten Wintertagen. An Wintertagen ist hier die wichtigste Information. Das Attribut ist kalten. Das war die deutsche Grammatik. Natürlich konnte ich jedes Thema jetzt nur oberflächlich ansprechen, aber zumindest wisst ihr jetzt, welche Themen es gibt und wo genau sie hingehören, nämlich entweder zu Form oder zu Funktion. Fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. Es gibt 5 Funktionen, die ihr in dieser Reihenfolge im Satz analysieren solltet. Erstens das Prädikat. Zweitens das Subjekt, und das steht immer im Nominativ und man erfragt es nur mit wer oder was. Dann gibt es Objekte. Das Akkusativobjekt wird mit wen oder was erfragt, das Dativobjekt mit wem und das Genitivobjekt mit wessen. Präpositionalobjekte erfragt man zum Beispiel mit worauf, worüber, wonach, wovor. Adverbiale erfragt man mit wo, wann, wie, warum, wie lange, etc. Und zum Schluss haben wir die Attribute, die einfach zusätzliche Informationen sind und die man in Subjekten, Objekten und Adverbialen findet.
Und diese Funktionen haben auch eine bestimmte Form. Es sind Phrasen, also Satzteile, und diese Satzteile bestehen aus einzelnen Wörtern, und Wörter gehören zu einer bestimmten Wortart, nämlich Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Adverb, Präposition und Konjunktion. Ich mache euch bald mal noch ein Video über Nebensätze, denn dann wird es richtig interessant, da wir uns dann auf dem Gebiet der komplexen Grammatik bewegen. Ein Video habe ich schon gemacht über Kausalsätze. Das könnt ihr euch schon mal anschauen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid noch nicht ohnmächtig geworden und konntet etwas lernen. Wenn ihr Ideen, Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Und vergesst nicht, mir auch auf Instagram und auf TikTok zu folgen, denn dann könnt ihr noch besser Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.